Hier sieht man die ersten 2 bis 3 Flugzeuge, die im Dauertest im Kreis fahren, den ganzen Tag einfach nur im Kreis fahren, um die Software zu testen, sich selbst und auch die Anlage zu testen. Damit herzlich willkommen zu Gerrits Tagebuch. Die letzten Wochen waren wie immer sehr aufregend. Wir haben zum Beispiel unser erstes ganz fertiges Flugzeug fertig und das möchte ich als erstes mal zeigen. Dieses Flugzeug haben wir in den letzten Wochen schon ein paar Mal gezeigt, und zwar in der Entstehung. Es ist das erste fertige Flugzeug, so wie wir es uns vorstellen. Es ist die Nummer 1. Es hat alle Funktionen an Bord, die es zum Leben braucht. Fangen wir hier vorne an. Ein Infrarotempfänger, um die Signale von der Decke zu bekommen. Die Beleuchtung ist dran. Auf dem Boden des Flugzeuges fangen wir vorne an. Ein Empfänger, um die genaue Positionierung des Flugzeuges zum Beispiel beim Pushback an den Terminals oder so hinzubekommen. Da haben wir das Bugrad voll funktionsfähig, schon integriert in die Fahrwerksklappen. Vorne die Taxi-Beleuchtung und Runway-Turn-Off-Beleuchtung. Hier vorne sieht man an den beiden Stellen die Trichter, in welche die Stäbe eingepickst werden zum Starten und zum Landen und in der Ladestation. Hier in der Mitte ganz wichtiges Instrument, ein Sender, der hilft dem Schlitten, also dem Katapult, das Flugzeug zu finden, wo es aufgespießt werden muss, und sorgt dafür, dass in der Ladestation die Maschine auch exakt an dem Ort anstellt, wo jetzt aus dem Boden 2 Stangen kommen, um das Flugzeug dann mit bis zu 5 Ampere zu laden. Die Fahrwerke sind mittlerweile kugelgelagert. Wir haben sie auch so eingebaut, dass wir sie einstellen können, sowohl in der Höhe als auch im Drehwinkel, damit das Flugzeug immer, egal was passiert, auch wenn er mal einen Unfall hat, so sich einstellen lässt, dass er geradeaus fährt, nicht kippelt und vor allen Dingen auf den Stangen immer in der gleichen Höhe steckt. Ansonsten würde das Start- und Landemanöver sich über die Monate verändern. Ein- und Ausschalter hat er natürlich auch. Man kann hier die Bodenplatte öffnen, damit wir an die Technik ran können. Somit ist das Flugzeug eigentlich fertig für eine erste Jungfernfahrt, um das Fahrwerk endgültig zu justieren, damit es wackelfrei fährt. Das hier, was ich hier gleich mal zeigen werde, ist ein Beispiel für die kleinen Problemchen des Alltags, die nachher nach einer großen Lösung suchen. Und zwar hatten wir von Anfang an Sorgen, dass das 18 Meter lange Startgestell eigentlich nicht mit der 150 Quadratmeter großen Flughafenanlage verbunden sein darf. Erstens, Startgestell macht, also das Katapult macht Vibrationen, das ist nicht so schön für den Modellbau. Und zweitens, das ist ein Aluminiumgestell, das sich sicherlich in Ausdehnungsfragen und so weiter völlig anders verhält als das Holzplattengestell der Restanlage. Das heißt, unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus bei Wärme und bei Feuchtigkeit. Und wir wissen auch nicht so genau, ob das auf Eichenpfählen gebaute Gebäude der Speicherstadt über eine Länge von 18 Meter im 4. Stock sich über Jahre nicht irgendwo verwindet oder auch nicht. Das heißt, wir haben uns gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Maschine, die die Flugzeuge startet, und der Rest der Anlage irgendwo entkoppelt ist. Erster Versuch, es war ganz einfach geplant, wir machen einen 4 mm breiten Schnitt, gehen einfach mit Schaumstoff gefüllt, das kann dann schön arbeiten und sich dehnen und zerren, mit Folie rüber und fahren rüber. Das hat keine 3 Tage gedauert, da hat die Folie einen Sprung geworfen, weil aus 4 mm 3,5 wurde. Woran es liegt, wir wissen es bis heute nicht. Also muss eine andere Lösung gefunden werden und die sehen wir jetzt hier. Lösen tut das Ganze dieses Holzelement. Es ist hier schräg angefräst, stellt hier oben die Fahrbahnoberfläche dar, mit Fahrdraht drin und nachher am Ende Beleuchtung, kann mit Klammern von der Anlage, unter der Anlage richtig knallhart befestigt werden und füllt einen genau dazu passenden Schlitz in der Anlage aus, zwischen diesen beiden Platten. Wenn sich jetzt die Platten bewegen, senkt und hebt sich dieses Teil einfach nur ab und bis zu einem gewissen Maß kompensiert es sämtliche Verzerrungen. Sollte es irgendwann mal nicht mehr passen, also die Platten sind zu eng geworden, das Ganze guckt oben raus, Flugzeuge bleiben dran hängen, die Platten sind auseinandergelaufen, es sinkt zu doll ab, das Teil. Was macht man dann? Man tauscht es einfach aus. Einen Tag arbeiten, neue Teile rein, alten in den Schrank legen, nach dem Motto, im Winter ist die Anlage eng. Das sind die Winterteile, im Sommer ist sie weit, nehmen wir uns die Sommerteile. Irgendwann ist das Problem so gelöst, dass wir einfach nur irgendwelche Teile wechseln, die gerade mal passen und eine tolle Lösung haben. Hier haben wir uns jetzt ein Teststück gebaut mit einem breiten Element, weil das noch mehr Sicherheit bietet, und einem schmalen Element, weil wir haben ja eigentlich nie Platz. Hier kann ich jetzt testen, verschiedene Verschiebungen, die die Platten so mitmachen können, um an die Grenzen des Systems zu kommen und überhaupt zu testen, ob die Flugzeuge mit jeder willkürlich dargestellten Situation klarkommen. Unser Flugzeug Nummer 1, das erste fertige, darf hier mal den Test machen. Eiert noch ein bisschen im Vorderrad, aber man sieht, es meistert es eigentlich wunderbar. Wir hatten uns eigentlich mal entschieden, dass wir den Flughafen nicht an allen möglichen Enden möglichst kompliziert und voll technisiert machen wollen. So auch das Laden. Wir hatten ursprünglich mal gedacht, wir klemmen die mit der Hand an die Flugzeuge, aber haben jetzt eine Lösung gefunden, vollautomatisch, ohne Eingriff das Flugzeug zu laden.
Diese Maschine ist jetzt leer und fährt jetzt gleich mal in die Ladestation und demonstriert mal, was wir uns da ausgedacht haben. So, jetzt kommt das Flugzeug in den Bereich der Ladestation, wird stark verlangsamt. In der Straße ist ein Sensor, der merkt, dass jetzt genau in der Mitte zwischen der beiden Löcher, wo die Stangen beim Start auch reingesteckt werden. So, das Flugzeug wird jetzt hochgehoben, mit Eigengewicht an die Stäbe gepresst. Somit sind wir in der Lage, bis zu 4, vielleicht sogar 5 Ampere Strom zu übertragen und das Flugzeug damit auch einigermaßen schnell wieder vollgefüllt zu haben. Wenn das Flugzeug dann irgendwann voll ist, wird es sanft wieder abgesetzt. Hoffentlich findet der Lenkmagnet auch wieder zu dem Draht, beziehungsweise dafür haben wir eine Lösung. Deswegen haben wir einen Schrittmotor genommen, der auf ein Zehntel Millimeter genau das Flugzeug anheben kann, dass das Flugzeug gerade eben gehoben wird, der Lenkmagnet aber weiterhin auf dem Fahrdraht bleibt. Wenn die Stangen komplett rausgezogen sind, das Flugzeug aus dem Sleep-Modus aufgeweckt ist, weil es schläft während des Ladens, damit es nicht unnötig Strom verbraucht, fährt es los und ist wieder einsatzbereit für, wir wissen es noch nicht genau, aber hoffen bis zu einem Tag Flugzeit. So, das war es auch schon wieder für diesen Monat. Hier sieht man mal übrigens den Plan dessen, was wir hier eigentlich bauen. Der Bereich hier oben mit der Startbahn ist technisch fertig. Als nächstes kommt das dran. Das ist das Frachtterminal, da gibt es Pushbacks, die die Flugzeuge zurückschieben zu bauen. Planungen laufen auf Hochtouren. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Jahrestagebuch eventuell schon schöne Bilder davon zeigen können. Ich möchte auch mal was anderes erwähnen. Ich stehe hier immer vor der Kamera und präsentiere toll, was wir alles gemacht haben. Ich mache das nicht alleine. Wir sind natürlich viele Leute, die mit viel Spaß, sehr hoher Kreativität und eng in eng, manchmal mit Streit, aber mit viel Freude zusammenarbeiten. Also ein tolles Team, was mir die Möglichkeit liefert, hier in die Kamera so schöne Dinge zu erzählen. Ich danke fürs Interesse und freue mich aufs nächste Mal.